Hallo und herzlich willkommen zu einem digitalen Quick-Tipp von und mit Arno Burger. Heute geht es darum, wie wir Online-Elemente in OneNote einbetten können und dann zum Beispiel mit Kommentaren versehen, sodass wir eine YouTube-Wiederliste mit Kommentaren in OneNote erstellen können. Ich habe dazu schon mal in YouTube ein Video aufgerufen und ich möchte hier die Feiertage im Kalender anzeigen, möchte ich mir merken und mir dazu ein paar Notizen machen. Und was ich dazu tue, ist, ich mache einen Rechtsklick in das Video, wähle den Befehl Video-URL kopieren, wechsle dann in OneNote und ich habe ja hier schon mal eine Tabelle vorbereitet, in der ich das machen kann und füge einfach mit STRG V diesen kopierten Link ein und ihr seht, es wird jetzt eine Kurzbezeichnung mit einem Link übernommen und dann noch eine Vorschau auf das Video und jetzt kann ich hergehen und kann hier Informationen eintippen, wie zum Beispiel Datei, Optionen und so weiter, was ich aus dem Video habe, wie das geht, oder vielleicht sind da noch andere Infos und dann vielleicht auch meine Gedanken, Feiertage in meinen Kalender einfügen. Und ich komme da jetzt im Moment noch nicht dazu, aber so habe ich mir das schon mal aufgeschrieben und ich werde euch in einem weiteren Quick-Tipp zeigen, wie ihr das dann mit Outlook verknüpfen könnt. Ich mache das sehr gerne auf diese Art und Weise, weil ich mir eben in YouTube nicht so gut Kommentare dazu schreiben kann und so habe ich die Möglichkeit für mich hier nicht nur das Video zu sehen, sondern dann auch die Kommentare entsprechend dazu. Und vielleicht an der Stelle noch einen Tipp zu YouTube. Über den Rechtsklick auf das Video habt ihr auch die Möglichkeit, die Video-URL an dieser Stelle zu kopieren, sodass ihr dann, wenn ihr später das Video anschauen wollt, direkt an dieser Stelle weiter gucken könnt. Ja, das war's für heute mit einem digitalen Quick-Tipp. Ich hoffe, es hat euch weitergeholfen. Probiert es aus und schreibt gerne eure Fragen in die Kommentare. Ihr wisst ja, ich beantworte euch die gerne. Das war's für heute. Ciao, euer Arno.